Ganz entscheidend muss dann für Sie die persönliche Auseinandersetzung mit Ihrem protestantischen Glauben in den Jahren 47 bis 52 gewesen sein, Ja, ja. in denen Sie in der christlichen Pfadfinderschaft in Wiemelshausen tätig waren. Wie konnte in dieser Zeit aus einem gottgläubigen, aber doch wenig kirchenfesten jungen Mann einer werden, dessen Wunsch es war, die Auseinandersetzung mit der Theologie zu einem Zentrum ihres Schaffens werden zu lassen? Also zunächst muss man sagen, ist diese pfadfinderische Arbeit ist in erster Linie eine jugenderzieherische. Ja? Man lernt bestimmte Dinge, man lernt, was in der Natur passiert, man guckt sich, man lernt den Sternenhimmel kennen und so weiter und so weiter. Die Erziehung läuft zunächst über das Erleben von Natur. Lernt man auch Reflexion? Ja, und dann kommt die Reflexion darüber, wer hat denn sowas alles inszeniert und so weiter. Ist das nun die Evolution oder ist das vielleicht ein Gott als Schöpfer oder wie auch immer? Ich bin nie in dem traditionell pietistischen Sinne bekehrt worden, sondern ich bin hineingewachsen in das Denken, das also für mich überzeugende Pfarrer und Lehrer als Christen gehabt haben. Ja, das war, wenn man so will, ein langer Prozess, nicht ohne Probleme und manchmal auch nicht ohne Widerstand und so, aber immerhin, man hat sich dem ausgesetzt und diese Umorientierung, die ich dann erlebt habe, es war ja eine totale Umorientierung, gemessen jetzt an den Jahren kurz davor im Jungvolk und so weiter in der NS-Zeit und so fort, das verdanke ich eigentlich dieser Form einer pädagogisch gut aufgebauten Jugendarbeit. Und jetzt kommt das Entscheidende, die ihrerseits von ihren Mitgliedern was verlangten. Nicht Angebote machen, was wollt ihr denn heute machen, ne? Das oder jenes, sucht euch aus oder so, sondern wo gesagt wurde, wir müssen jetzt im nächsten halben Jahr, müssen wir also mindestens 30 Pflanzen kennen und auch sie beschreiben können und so weiter und so weiter. Oder wir müssen jetzt in den nächsten Monaten müssen wir das Matthäusevangelium uns angesehen haben und so weiter. Wer das nicht machte, der flog raus. Das war, wenn man so will, eine relativ rigide Jugendarbeit, die aber den Vorteil hatte, dass die blieben, sehr engagiert waren und auch in der Regel das dann irgendwann gerne gemacht haben. Nicht als Zwang empfunden haben oder so, sondern als Bereicherung. Die Eigeninitiative. Ja, die Eigeninitiative. Die Autonomie des Einzelnen, nicht? In einer von Gemeinschaft geprägten jungen Gruppe. Ja. Das ist das Erziehungsfeld gewesen. Das muss für Sie ganz, ganz prägend gewesen sein. Ja, war ganz prägend. Der Einzelne in der Gesellschaft. Ja, ja. Und dann ist man von daher, ja, haben wir uns ja auch die Themen dann gestellt, ja, wie ist das denn jetzt mit unserer Demokratie, nicht? Und so weiter. Und da gab es in Bochum einen wunderbaren Jugendring. Da kamen alle so zusammen, die Katholiken, die Falken und so weiter. Und wurde diskutiert darüber, wie stellen wir uns denn jetzt zu der neuen bundesrepublikanischen Demokratie? Haben wir da eine besondere Aufgabe und so weiter? Das haben wir alles durchdiskutiert und entsprechend auch realisiert durch bestimmte Aktivitäten, die wir dann im Rahmen unserer Möglichkeiten ausgeübt haben. Ja. Hatten Sie damals ein theologisches Vorbild? Ja, das war eigentlich hier unser Gemeindepfarrer in Melanchthon, ne? Pastor Schmidt hieß der. Ne? Über den habe ich ja auch eine Biografie geschrieben. Ja. Ohne Vorbilder Geht's nicht. Ja. Also der Autonomie muss dann eben die freundschaftliche Begleitung entsprechen. Sind Sie da zu einem kritischen Geist geworden? Ja, ja. Das waren wir sowohl gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen wie auch gegenüber den kirchlichen Verhältnissen. Ich habe damals als Junge und auch später die Pastorenkirche immer gehasst. Nicht? Die waren für mich zu mächtig gegenüber dem Laienelement. Nicht? Ja. Denn wir waren ja alles, wenn du so willst, jugendliche Laien, nicht? Und brachten uns ein. Aber das Sagen hatten immer die Gemeindepfarrer. War sie Ihnen zu dogmatisch? Zu dogmatisch, das geht ja noch, aber sie waren als Charaktere zu selbstherrlich. Ja.
Und Sie haben während dieser Pfadfinderzeit die Entscheidung getroffen, Theologie zu Ja, studieren? ist ausschließlich in dieser Zeit gekommen. Es gab immer noch die Alternative. Die meisten haben ja gemeint, ich würde Sport und Geschichte machen. Nicht? Aber mein Pfarrer Schmidt hat dann doch argumentiert und hat gesagt, hör mal, Sport, das kannst du nur für ein paar Jahre machen, Spitzensport, und dann ist Schluss und so weiter. Der hat das ganz nüchtern gesehen. Und dann habe ich mich doch für Theologie entschlossen und dann später ja Sozialwissenschaft und Geschichte noch studiert. Ja. Aber das hat die Wahl meiner Fächer hat mit der Erfahrung in meiner Jugendarbeit zu tun. Ne? Ich habe an den Themen weitergemacht, die ich bis kurz vor dem Abitur bearbeitet habe. Das kann ich nachweisen. Nicht? Für mich war das kein Bruch dann, dass ich etwas völlig anderes machte, sondern das ging dann weiter, bis heute hin. Und Sie haben es nie bereut? Nein, nein, nein. Wie sollte ich? Sie haben im Wintersemester 53/54 angefangen, in Tübingen zu studieren. Theologie, Sozialwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Sie haben es gerade gesagt. Haben Sie diesen intellektuellen Reifeprozess als etwas gesehen, das Sie unterschied von Ihrer Familie, eine Beschäftigung weg vom körperlich arbeitenden Leben hin zur geistigen Tätigkeit? Oder glauben Sie, dass die Erkenntnisse, die Sie damals sammelten, Sie nie die Bodenhaftung verlieren ließen und immer in Bezug standen zu Fragen, die auf das alltägliche Leben auch der arbeitenden Bevölkerung anwendbar waren? Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe ja auch sagen wir mal, diese ganz theoretische, akademische Weise nie besonders geschätzt. Ne? Also so philosophische Spinnereien, da war ich nicht für zu haben. Nicht? Und psychologische Konstruktionen auch nicht. Sondern ich hatte immer die beiden Beine auf dieser Erde. Und habe eigentlich immer auch im Mittelpunkt gesehen den Handelnden, den mit Erfolg handelnden und den ohne Erfolg handelnden Menschen. Ja? Und ich wollte dann ja auch nach meinem Studium und im Studium habe ich mich vorbereitet, Sozialpfarrer zu werden. Das heißt also in erster Linie, wenn man so will, was in Frankreich Arbeiterpriester genannt wurde, hier als Arbeiterpfarrer zu arbeiten. Das war mein Ziel. Darauf habe ich mich vorbereitet. Dazu diente die Soziologie, Betriebssoziologie, Wirtschaftssoziologie und so weiter, um die Wirklichkeit des arbeitenden Menschen zu kennen. Ja? Ich bin eigentlich nie der typische Theoretiker gewesen, wie ich sie habe kennengelernt, die über Arbeit reden können, obwohl sie noch nie eine Schippe in der Hand gehabt haben. Ja. Ich bin ja kirchlicher Laie. Dementsprechend lassen Sie mich eine Frage in all ihrer Pauschalität stellen. Glauben Sie, dass die protestantische Kirche diese Bodenhaftung, dieses Nahsein am Menschen, vielleicht an der arbeitenden Bevölkerung, zumindest in damaliger Zeit eher hatte als die katholische Kirche? Nein, umgekehrt. Die katholische Kirche hatte immer ein bedeutend näheres Verhältnis zum durchschnittlichen Volk als die evangelische Kirche. Woran lag das? Die protestantische Frömmigkeit ist anspruchsvoller als die Volksfrömmigkeit des katholischen Milieus. Gut. Ja. Es sind ja verschiedene Stationen, die Sie durchlebt haben. Ihre Schullaufbahn und den Krieg und das Aufwachsen in einer Arbeiterfamilie und dann später das Studium als Theologe. Würden Sie sagen, dass das ein Prozess gewesen ist, der ein gewisses Kontinuum dargestellt hat? Oder würden Sie sagen, das waren verschiedene Stationen, die letzten Endes auch immer einen weiteren Schritt bedeutet haben? Nein, für mich ist das eine ganz kontinuierliche Entwicklung gewesen, natürlich dann mit neuen Abschnitten und neuen Erkenntnissen, neuen Aktivitäten und so weiter. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben uns sehr früh schon in der Jugendarbeit immer befasst mit Problemen der Arbeitswelt. Ne? Recht auf Arbeit, Recht auf Mitbestimmung, Recht auf Mitwirkung. Ja? Und diese 3 Themen habe ich dann verfolgt bis zu meiner Emeritierung. Ja? Oder wir haben uns sehr befasst mit dem Problem Kirche, soziale Frage. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, hieß Protestantismus und soziale Frage im 19. Jahrhundert.
Und dann feuchten die anderen auch, ne? Bis heute. Dann habe ich ja nicht mehr selbst gearbeitet in Betrieben, aber ich wurde dann irgendwann mal und war für 20 Jahre im Aufsichtsrat einer montan mitbestimmten Unternehmung, ThyssenKrupp und so weiter. Nicht? Da hatte ich wieder den Kontakt zur industriellen Welt und hier speziell jeweils zum Arbeitsdirektor und zu den Betriebsräten. Ich habe pausenlos Betriebsratsschulungen gemacht und so weiter. Das heißt also mit den Themen, ne, 40 Jahre später, die wir 40 Jahre vorher schon behandelt haben. Also ich würde das als eine Gnade empfinden, dass ich da nicht irgendwo dann abgesprungen bin in eine ganz andere Richtung und so weiter. Nein, hier habe ich eine enorme Kontinuität entwickelt. Es wurde aber ein Perspektivwechsel vorgenommen. Ja, das ist richtig, aber du wurdest ja auch schlauer, ne? Ich weiß ja heute mehr, als ich damals als Oberprimaner wusste oder auch im Studium und so weiter, aber vom Thema her sind es die gleichen geblieben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe neulich einen Vortrag in Anführungsstrichen von mir gefunden, wie ich mir den Ost-West-Konflikt, den zu lösen, vorstellen kann. Das war natürlich alles, wenn man so will, das war alles jugendlich und so, aber das Thema Frieden, das Thema Auseinandersetzung zwischen demokratischem Denken und totalitärem Denken, ne, das war drin. Ja, und ich habe dann ja jahrelang nichts anderes getan, als mich mit dem Marxismus, Leninismus, Bolschewismus, der russischen Geschichte, Geschichte des Kommunismus und so weiter beschäftigt. Ja? Ist auch wieder eine Fortsetzung dessen, was wir in aller Bescheidenheit, ne? Wenn ich das heute so lese, würde ich sagen, da ist vieles nicht richtig gewesen. Aber wir haben es selbst gemacht und das ist entscheidend. Ja. Lassen Sie uns kurz über Ihre wissenschaftliche Karriere sprechen. Sie waren von 1962 bis 1968 Dozent an der Evangelischen Sozialakademie. 1967 waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nun waren Sie ja damals Protestant und böse Zungen behaupten, dass das Einzige, was in Münster noch häufiger auftritt als Katholiken, Regen ist. Deswegen ist die Frage, war das damals präsent, Protestant in Münster zu sein und dort zu arbeiten? Also als Problem habe ich das eigentlich nie empfunden. Denn wenn man in Münster, das immer als schwarz galt, etwas kratzte, dann kam also eine ganz normale bürgerliche Gesellschaft zum Vorschein, die gar nicht so nur kirchlich dachte. Ja? Die Optik und Akustik hat die offizielle Kirche, aber das ist nicht identisch mit der Durchschnittlichkeit des Denkens und Handelns der Bevölkerung. Ja? Das hat man ja sehr schnell raus. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, damals die katholische Sozialethik verbot die Pille und so. Ne? Natürlich haben auch die katholischen Frauen von Münster die Pille genommen und so weiter und die Männer haben Kondome genutzt und so weiter und so weiter. Ich muss immer unterscheiden, was sozusagen Rom sagt und was Gläubige vor Ort tun und das ist nicht immer identisch. Ja? Und es ist auch gut so, weil du dann ja auch diskutieren kannst. Ne? Ja. Und der jetzige Papst ist ja nun wirklich ein Glücksfall, dass der solche Dinge einfach mal neu diskutieren lässt. Ne? Ja. Ja, und in Münster haben wir uns nie fremd gefühlt. Dafür war es ja auch eine Landeshauptstadt, nicht? Und eine Oberbehörde und so weiter. Im Gegenteil, wir haben dann sogar sehr enge Kontakte zum Schwesterlehrstuhl für katholische Soziallehre gehabt. Ne? Nicht? Und so, das war selbstverständlich. Ich bin dann in Anführungsstrichen sogar Experte für katholische Sozialtheologie geworden. Ne? Man hat mal einen Orden dafür gekriegt, nicht? Vor kurzem. Also das war für mich eigentlich, das katholisch-evangelische war für mich eigentlich nie das Hauptproblem. Wir haben da immer ganz automatisch schon, kann man sagen, ökumenisch gedacht. Ne? Wobei ich natürlich weiß, dass die Amtskirche zu verändern, das sollte man sich gar nicht vornehmen, das schafft man nicht. Aber die Gemeinden vor Ort und einzelne Menschen
nicht? Mit ihnen zu diskutieren und vielleicht auch sie nachdenklich zu machen und so weiter und so weiter. Ich kenne einen hier aus Bochum, der sagt immer, ich bin katholisch auf evangelische Weise. Ne? Ja. Und ich kann auch evangelisch auf katholische Weise sein. Also für mich spielen diese traditionellen dogmatischen Unterschiede, die kenne ich, die nehme ich auch zur Kenntnis, aber das schlägt nicht mein Herz. Ne? Aber Sie glauben, es gibt andere, die das anders sehen? Ja, Innerhalb der natürlich, Kirche? natürlich. Es gibt also Bischöfe, es gibt in der katholischen Kirche Bischöfe, die sind schwärzer als der Papst. Nicht? Also das muss man sehen. Und es gibt Pfarrer, die leben davon, dass sie sich nicht ändern. Ja. Nun, wir werden über die Kirche noch gleich zu sprechen Ja. kommen. 1972 sind Sie einem Ruf nach Bochum gefolgt. Ja. Als Professor für christliche Sozialethik haben Sie Ja. dann gelehrt. War diese Rückkehr nach Bochum für Sie immer klar? Nein, nein. Das war ist ein ziemlicher Zufall, wie häufig, dass hier ein neuer Lehrstuhl eingerichtet wurde mit dem Schwerpunkt Sozialethik, industrielle Arbeitsethik und so weiter und so weiter. Und da gab es ja nicht so ganz viele von, nicht? Und ich hatte schon so einiges veröffentlicht. Und dann ist die Assistentenschaft auf die Idee gekommen und sagen, Mensch, wir fragen den mal da in Berlin, ob der nicht eventuell Interesse hat. Ich hätte mich von mir aus überhaupt nicht beworben. Nicht? Und dann habe ich das getan. Einen Tag vor Ende der Ablauf der Bewerbungsfrist kam dann meine Bewerbung hier an und siehe da, ich kam unter die letzten 3. Und dann hat es eine lange Auseinandersetzung gegeben um den ersten Platz. Das habe ich dann alles später erfahren und nachgelesen und war immer unentschieden. Und bis einer mal gesagt hat, also was soll der Mist, ich werde jetzt für den Brakemann plädieren. Und der hat mir dann später gesagt, wissen Sie, warum ich das getan habe? Ich habe gehört, dass Ihr Onkel der Kohlenhändler da in Querenburg ist und so. Da habe ich mir gedacht, der Junge weiß bestimmt Bescheid, wie es im Ruhrgebiet so vor sich geht. Und das war wohl sicherlich keineswegs selbstverständlich als Nein, das war alles Theologe. andere als abzusehen. Ich war ja nicht mal habilitiert. Nicht? Das war damals auch noch möglich, auf solche Lehrstühle Leute zu berufen ohne Habilitation. Ich hatte zwar eine geschrieben, ist auch als Buch rausgekommen, aber ich wollte eigentlich die Universität verlassen, weil ich in Münster so enttäuscht war. Ich war so enttäuscht, das war jetzt die 68er, ja, wie über das Verhalten der meisten Professoren in dieser Zeit. Ne? Muss ich nicht jetzt entfalten, auf jeden Fall diese Halsstarrigkeit und diese Selbstsicherheit und dieses schnelle Urteil über das, was Jugend ist, was links ist und so weiter, das hat mich angewidert. Ja. Aber auch der Grund, warum ich dann nach Berlin gegangen bin. Und dann auf einmal wieder kam Bochum. Und war natürlich klar, das war natürlich eine tolle Geschichte, da so als alter Querenburger an die Querenburger Universität zu kommen und so weiter. Und da ich vom Gemüt und Geblüt her Ruhrgebietler bin, war das eigentlich ganz richtig. Ein Segen. Quasi. Das war ein Segen, vor allen Dingen fürs Ruhrgebiet, ja. Nun wenden wir uns von Ihrer wissenschaftlichen Karriere für einen Moment ab und sprechen über Sie als Sozialdemokrat. Sie sind 1959 in die SPD eingetreten. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass das nicht von vornherein abzusehen war, dass Sie in Ihrem späteren Leben Sozialdemokrat werden würden. Gab es ein Ereignis, das Sie dazu bewogen hat? Also eigentlich die 1959 die Verabschiedung des Godesberger Programms, das habe ich mir genauer durchgesehen und habe gesagt, ja, das ist eigentlich deine Heimat. Ne? Und das war damals gar nicht so einfach, als ich hier zum Ortsverein in Wimmelhausen kam. Da haben die gesagt, hör mal, du bist doch, ich war damals noch Vikar, ne? Du bist doch Vikar. Meinst du passt hier hin und so? Das heißt, also in der alten SPD gab es ja gegenüber kirchlichen Leuten, ne, oder gegenüber Theologen, ne, eine ganz schöne Reserve. Das hat sich hinterher dann, als Gustav Heinemann und Eppler und Johannes Rau kamen, war das natürlich alles nicht weg, aber doch spielte keine Rolle mehr. Ne? Nein, und das bin ich auch immer mit Leidenschaft gewesen. Und dann
kommt eben diese Zeit in der Grundwertekommission, die natürlich einigen Anspruch auch brachte, nicht? Denn du musstest dich jetzt noch mehr als sonst mit Außenpolitik beschäftigen, mit Kommunismuspolitik, ne? Mit Ost-West-Politik und so weiter. Und das habe ich dann auch leidenschaftlich getan. Aber das hatte ich schon als Schüler und als junger Student getan. Auch hier ist wieder eine Kontinuität da. Ich könnte, glaube ich, gar nichts nennen, wo ich so ganz neu angefangen habe. Diese Teilnahme an gesellschaftspolitischen und politischen Auseinandersetzungen, Prozessen, sagen Sie, hat Sie schon immer begleitet, quasi. Ja. Erzählen Sie mir nun, was der Student Brakelmann über die Wiederbewaffnung gedacht hat. Also Sie meinen jetzt 1955. Ja. Also ich hatte da 1955 war ich wahrscheinlich, war ich natürlich gegen eine Wiederbewaffnung. Dann aber im Laufe des Studiums des Ost-West-Konfliktes habe ich dann einsehen müssen, dass ein Staat, der überleben will in seiner Werteordnung, des militärischen Schutzes bedarf. Aus. Also war ich dann auch Anhänger der Bundeswehr, aber in der Einhüllung durch die NATO. Das ist nämlich ein Unterschied. Die Westbindung war für Sie Grundvoraussetzung für diese Wiederbewaffnung. Ja, die Grundvoraussetzung. Und dann wurde daraus dann war ich ein entschiedener Anhänger der Egon Bahr, Willy Brandt-Politik, Ostpolitik. Ja. Aber die Voraussetzung dieser Politik war die Mitgliedschaft in der Westbindung in der NATO. Das muss man also sehen. Ja. Pazifismus kann keine Politik machen. Das ist also in dieser Scheißwelt ausgesprochen nicht möglich. Nun widersprach ja die Politik Brandts und Bahrs der Hallstein-Doktrin, also der Nicht-Anerkennung der DDR als eigenständigen Staat. Ja. Haben Sie diese Hallstein-Doktrin anfangs begrüßt? Nein, die war mir auch zu formalistisch. Denn so viel hatte ich ja jetzt als Historiker auch gelernt. Du kannst in der Politik nicht mit Prinzipien, die immer gelten, Politik machen. Ja? Du musst jetzt sehen, was ändert sich, was kannst du auch verändern und so weiter und so weiter. Prinzipienpolitiker mag ich überhaupt nicht, weil sie nur Elend auf diese Welt bringen, sondern Politiker muss flexibel sein in seinen Methoden, konstant sein in seinen Werten. Aber in den Methoden muss er flexibel sein. Ja? Und das haben wir ja gezeigt, dass wir den Ost-West-Konflikt, und das ist die größte Leistung, glaube ich, dieser Generation, dass der nicht zum großen Krieg geführt hat, ja? Nicht? Sondern zu einer neuen Ordnung in Europa und in der Welt überhaupt. Was jetzt ist eine ganz andere Frage. Aber damals ist das die große Leistung gewesen. Wir alle haben immer gedacht, 60, 70, der Krieg kommt, der kann gar nicht anders gehen und so. Und dann auf einmal kommt diese vorsichtige Ost-West-Politik, die Annäherung, die ersten Diskussionen auch mit der SED, an denen ich übrigens auch teilgenommen habe, und so weiter. Und das ist die Leistung. Nicht? Du musst prinzipienfest sein, okay, wenn man so will, in deinem Korsett, das du hast, dem Geistigen, aber du musst dann in der Lage sein, auch auf den anderen, der anders denkt, ne, von seinen Voraussetzungen her anders denkt, auf ihn einzugehen und zu einem Kompromiss zu kommen. Ja. So, und da bin ich bei meinem Lieblingsthema in der Ethik und dieses Thema heißt Kompromiss. Nur dort ist Humanität und Gerechtigkeit und Freiheit, wo Menschen kompromissbereit und kompromissfähig sind. Ne? Denn von Haus aus haben sie alle die Tendenz, ihre Form von Gerechtigkeit für die einzig mögliche, ne, und ihre Form von Freiheit für die einzig mögliche zu halten. Und das zu überwinden, das muss man lernen. Und dann war ich jahrelang Vorsitzender eines Arbeitskreises Sicherung des Friedens. Das war eine Gruppe, General de Maizière war dabei, Graf Baudissin und all solche. Ulrich de Maizière.
nicht der Vater von dem jetzigen de Maizière, der Ulrich de Maizière, von Helmut 4-Sterne-General, ne? Und so weiter. Und wir haben dieses Konzept, Militär ist dafür da, dass es die sinnvolle Politik unterstützt und ermöglicht. Militär ist nicht dafür da, Krieg zu führen, sondern Krieg zu verhindern. Sie sprachen gerade von dem Kompromiss. Würden Sie sagen, der Kompromiss ist die Grundlage einer jeglichen demokratischen Ordnung? Ja, ja. Also ich habe eine unendliche Angst schon von der Geschichte her und auch von der eigenen Erfahrung her vor Menschen, die nur siegen wollen.